ich würde sagen, wir fangen auch sofort an. Jetzt gerade sind wir, die Kamera ist von da gewechselt hier rüber. Wir haben jetzt gerade 2 Stunden fleißig gearbeitet und jetzt möchte ich euch ein bisschen was erzählen. Deswegen nochmal Hallo, willkommen zum wöchentlichen Update von Just2D. Wir von Just2D, wir wollen ein Open-World-Rollenspiel erschaffen und möchten quasi dir oder euch jetzt zeigen, was wir genau diese Woche geschafft haben. Genau, und zuallererst möchte ich so ein bisschen ankündigen, dass die Arena ja wie geplant auf jeden Fall am 1. Dezember starten wird und sie wird wahrscheinlich bis zum 28. Dezember laufen. Das heißt, ihr habt in der Zeit die Chance, Gladiator zu werden, also Gladiator der Season 2. Aktuell ist es ja Beatty, oder er bleibt es halt auch von Season 1. Ich meine, den Ruhm und den Titel hat er sicher. Aber für Season 2 könnt ihr es quasi jetzt noch versuchen. Und es gibt auch wieder einen schönen Preis. Also wenn man zum Beispiel die Arena gewinnt, bekommt man auch genau das gleiche, was Beatty im Endeffekt bekommen hat. Habt ihr die Chance, dass wir uns zusammensetzen und wir können zusammen was designen. Ihr könnt zum Beispiel euch eine Quest, einen Input für eine Quest ausgeben, eine Waffe, ein NPC. Ihr könnt euren Namen verewigen und so weiter. Das könnt ihr halt mit uns absprechen. Und dann gibt es wieder den Preis, dass man halt 50 € gewinnen kann und das wird einfach zufällig gelost. Genau. Ja, ich würde einfach mal sagen, ich fange so ein bisschen an. Ich möchte ein bisschen so erzählen, was haben wir geschafft, weil wir arbeiten hier gerade an einem Prototypen. Das ist ja die Arena und das ist ja so ein kleines Kampfsystem, würde ich mal so sagen. Und aktuell ist die Planung dafür fertig. Also ist auch alles relativ gut eingebaut schon. Es gibt wieder 4 Wellen, wogegen ihr kämpfen müsst. Und wenn ihr es quasi geschafft habt, gibt es wieder einen Highscore, dann werdet ihr wieder eingetragen mit dem Discord. Das bleibt halt alles so gleich zu Season 1. Was aber neu ist, wo vielleicht viele sich freuen werden, wir haben Controller-Support eingebaut. Der ist jetzt fertig. Habe ich ja letzte Woche auch schon erzählt. Und das erste Mal haben wir jetzt den so ein bisschen getestet und ich muss ehrlich sagen, es fühlt sich nicht geil an. Aber wir haben jetzt zum Glück noch eine Woche, also es ist echt nicht so einfach. Und ich kann das immer mehr verstehen jetzt als Spieleentwickler selber. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so bei Witcher 3, da habe ich immer gesagt, oh, ich finde das irgendwie doof. Alle Spiele werden so PC-mäßig jetzt auf Konsolen geportet und alles drum und dran. Und irgendwie fühlt es sich wegen die Steuerung für PC nicht gut an, aber für Controller gut. Oder manchmal fühlt es sich für Controller nicht gut an und dann für PC gut. Ja, ich kann das Problem voll und ganz verstehen. Also das Problem haben wir gerade auch, dass es sich einfach nicht so wirklich cool anfühlt, weswegen wir gerade noch so ein paar neue To-Dos reingegrätscht bekommen, um zu sagen, hey, es muss sich für den Controller ja auch gut anfühlen. Und das hätte ich nicht gedacht, dass das so eine Nebenwirkung, sage ich mal, ein bisschen hat. Weil viele Sachen, die wir designt haben, weil unsere Grundidee war ja am Anfang, wollten wir ein Spiel erschaffen für den PC, ohne Controller. Und dann dachten wir irgendwie, ist das ja schade, wenn wir Leute, die gerne mit dem Controller spielen, und ich denke, unser Spiel kann man sehr gut mit dem Controller eigentlich spielen, so Top-Down, 2D, ist ja eigentlich sehr gut für Controller auch gedacht. Ähm, ja, es ist mehr Aufwand als gedacht und da sitzen wir gerade, wie gesagt, dran und das zieht sich ein bisschen. Aber wir haben jetzt zum Glück noch 2 Wochen jetzt Zeit und unser Plan ist quasi, dass wir nächste Woche damit fertig sind und dass wir dann quasi die letzte Woche nochmal nutzen, Bugs zu finden und vielleicht so ein paar Sachen so ein bisschen schöner machen. Und deswegen bin ich mega gespannt, was ihr sagen werdet, wenn ihr es mit Controller spielt, ob sich das vielleicht besser anfühlt. Vielleicht ist es sogar leichter. Es ist ja auch so ein Ding, vielleicht sieht man ja mehr oder ein paar Sachen mussten wir ein bisschen verändern. Bin ich mal gespannt, was ihr sagt. Genau, und dann haben wir Sounds eingebaut für unsere neuen Waffen. Wir haben ja 3 neue Waffentypen. Warte, ich zeige es euch am besten. Ich glaube, es ist leichter. Ich zeige es euch einfach mal. Ich mache mal ganz kurz die Arena auf. Das ist im Endeffekt die Arena. Also, die hört irgendwann auf, die Welt. Genau, das ist unsere Arena quasi, so ist aus der Editor-Sicht, wie wir damit arbeiten. Und hier seht ihr zum Beispiel, was jetzt so ein bisschen neu wird, ist, dass diese Area hier jetzt geöffnet wird. Das heißt, das ist zugänglich für euch. Da könnt ihr quasi jetzt hochgehen und hier ist zum Beispiel auch die Startuhr, wo dann jemand verewigt wird. Genau, wenn du hier rüberläufst, kommst du ins Nichts. Das ist korrekt. Dann bist du weg. Genau, wir können dann mal ganz kurz starten, weil dann zeige ich euch so ein paar Sachen. Ist, glaube ich, mal ganz schön, das in Unity zu sehen. Genau, aktuell ist es halt so, dass viele Charaktere, oh, die sind schon angezogen, das ist neu. Letztes Mal, als ich sie gestartet habe, waren sie alle nackt, deswegen ist passiert gerade ziemlich viel. Genau, was man zum Beispiel hier super gut sieht, sind die neuen Waffentypen, die ich euch zeigen wollte. Die kann man jetzt hier kaufen. Das ist einmal, hier habe ich schon den Zweihänder, das sind Wurfmesser und ein Speer gibt es noch, das ist das hier. Genau, dann zeige ich euch mal ganz kurz die neuen Waffen. Wir haben einmal jetzt den Speer, dann haben wir noch die Zweihandaxt
Und wir haben das Wurfmesser und das Wurfmesser ist jetzt quasi also für die Nebenhand und nicht für die Mainhand. Und die kann ich jetzt quasi auch ausrüsten. Und wenn ich jetzt die Waffen ziehe, sieht man jetzt, ich kann nochmal Sounds anmachen. Moment, ich muss ganz kurz. Genau, sieht man zum Beispiel, dass man jetzt hier angreifen kann, man kann aufladen und man sieht, die Projektile sind kleiner. Man hat auch jetzt eine Wurfwaffe, die kann man werfen. Das ist quasi ähnlich wie zum Bogen, aber ist so ein bisschen direkter. Und woran wir jetzt so ein bisschen saßen und haben jetzt die Sounds eingebaut, zum Beispiel für den Zweihänder. Und da bin ich mal gespannt, wie die ankommen, weil wir wollten jetzt mal so ein bisschen mehr Impact den Charakter geben, weil das war ja ein Feedback zum Beispiel, was wir in Season 1 hatten, dass das Treffen und die Schläge sich nicht nach Impact angefühlt haben. Deswegen haben wir jetzt so ein bisschen mit Sounds gearbeitet. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal angreife. Haben wir jetzt probiert, so diesen Impact zu geben, dass man halt zuschlägt. Aber die Sounds sind alle gerade noch so ein bisschen zum Testen. Also ich weiß nicht, ob die reinkommen. Da wollten wir so ein bisschen austesten, wie fühlt sich das an. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden. Mir gefällt das eigentlich ganz gut. Die Sounds müssen halt nur qualitativ ein bisschen hochwertiger sein, sage ich mal so ein bisschen. Aber ich denke, so erstmal dieses Gefühl zu geben, dass jetzt ein Schlag kommt, dass jetzt ein Impact dahinter ist, haben wir das da so ein bisschen angepasst. Genau, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich kann die Waffe ganz normal wieder wegstecken und ich kann jetzt auch mit Rechtsklick zum Beispiel die Wurfwaffe werfen und den ganz normal angreifen mit den Speeren. Ich kann ihn aufladen. Genau, und dann, jetzt müssen wir noch gucken, wie schnell soll sich das anfühlen, was soll das für ein Tempo haben. Und da sitzen wir quasi jetzt gerade noch so ein bisschen dran und probieren jetzt in den nächsten 1,5 Wochen die Werte zu tweaken, dass sich das gut anfühlt. Und wie man das vielleicht auch sieht, sieht man jetzt hier oben auch, wir haben eine komplett neue HUD. Das ist ja unser Flow quasi, unsere Energie, womit ich Zauber wirken kann, dass ich aufbaue, wenn ich schlage. Und jetzt habe ich zum Beispiel hier meinen aktiven Zauber, den ich quasi jetzt auch casten kann, wenn ich Q drücke. Und dann kann ich ihn loslassen. Das ist ein bisschen experimentell von uns, weil wir hatten das da vorher hier in der Mitte und haben das quasi jetzt nach hier oben verlagert. Bin ich mal gespannt, ob euch das gefällt, ob ihr das besser findet, ob ihr das checkt. Weil ich check's manchmal gar nicht, wenn man sauber bereit ist. Deswegen denke ich, da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Feedback einbauen, dass es halt mehr ersichtlich ist. Genau, was wir dann noch haben, also wenn ich jetzt zum Beispiel mehrere Zauber kaufen wollen würde, das ist auch neu, ich verkaufe mal die Items und kaufe mal Zauber. Genau, dann sieht man jetzt, die werden mir nicht mehr angezeigt. Das heißt, die wurden jetzt aus dem Inventar rausgeholt und die kann man jetzt quasi über so ein Ringmenü öffnen. Und ich kann jetzt quasi, welchen Zauber ich jetzt gerade haben möchte, kann ich jetzt so ein bisschen zeigen. Zum Beispiel sage ich, ich möchte jetzt den mächtigen Schlag haben. Dann habe ich jetzt hier quasi oben ausgewählt. Ich kann aber auch mitten im Kampf quasi wechseln, wenn ich jetzt quasi angreife. Und dann kann ich jetzt den Schlag ausführen und ich kann auch zwischendrin einfach wechseln und einen anderen Zauber auswählen. Genau, das war uns wichtig, weil da hatten wir auch ziemlich viel Feedback von euch bekommen. Wir hatten da vorher die Quickslots hier unten und das war immer so nervig auf diesen Quickslot. Da musst du Taste 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und sogar in Teaser 10 drücken. Wer drückt denn schon die 0? Und das haben wir jetzt so probiert so zu verändern, dass es quasi nur noch eine Taste gibt, womit man zaubern kann. Das ist quasi mein Q, quasi jetzt für Maus und Tastatur. Und genau, und wenn ich jetzt zaubern möchte, kann ich ja einfach meinen Zauber im Kampf auswählen. Wie man sieht, ist die Zeit auch verlangsamt im Spiel. Und dann kann ich mir jetzt quasi aussuchen, wen ich haben möchte. Ich finde das persönlich sehr schick. Müssen wir gucken halt, deswegen ist ja wie gesagt die Arena da, ob euch das gefällt, ob euch das Spaß macht, ob ihr es doof findet, gebt uns da Feedback. Und genauso ist das Quickslot-Menü quasi von hier unten nach links gewandert. Das ist jetzt quasi dort zu finden. Genau, und da kann man da jetzt quasi auswählen, was für einen Zauber man haben möchte, kann die da reintun. Zum Beispiel könnte ich jetzt, Moment, ich kann mal ganz kurz hier einen Heiltrank kaufen. Zack. Oh, da habe ich nicht genug Geld, verkaufe ich einen Zauber. So, dann kann ich jetzt zum Beispiel meine Heiltränke hier reinziehen und dann sind die hier auf F drin. Ich muss ehrlich sagen, ist ein bisschen provisorisch hier eingebaut. Wir haben es quasi so reingequetscht. Da denke ich aber, da kriegen wir noch schöner Platz. Ja, das sind eigentlich so die ganzen Sachen, woran wir gerade arbeiten. Ich könnte jetzt hier reingehen, die Gegner würden schon kommen, aber das möchte ich jetzt auch nicht spoilern, weil das sollt ihr ja entdecken, was da für Gegner kommen, weil wir haben uns da ziemlich coole Gegner überlegt. Ich finde, sie sind ein bisschen anders. Sie sind so ein bisschen auch mehr wie ein kleiner Bosskampf am Ende aufgebaut. Bei der Arena Season 1 am Ende gab es ja diesen Jäger am Ende und wir haben diesmal probiert, das ein bisschen besonderer zu machen, dass wir auch mit der Environment so ein bisschen spielen. Bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Das war's. Das waren unsere Änderungen. Daran arbeiten wir gerade.
Wir werden diese Woche vor allem damit arbeiten, dass wir probieren, eine Schnittstelle zur Verfügung zu stellen, womit ihr quasi wieder zugreifen könnt, quasi mit dem Discord, dass ihr wieder da Register eingebt, dann könnt ihr wieder den Key bekommen, könnt ihn eingeben und könnt dann spielen. Und wir werden vor allem diese Woche sehr stark auf Analytics bauen. Analytics sind quasi so ein Tool, womit wir bestimmte Sachen tracken können. Zum Beispiel, wie viele Gegner ihr getötet habt oder insgesamt getötet wurden, wie viel Leben ihr verloren habt, wie viel Leben ihr bekommen habt, wie oft ihr einen Zauber benutzt habt und so weiter. Um einfach auch mal da so eine kleine Statistik zu erheben, um zu gucken, was kommt gut an, was kommt nicht gut an. Weil ich vermute, ziemlich viele haben mit dem Schild letztes Mal gespielt und nicht so viel gedodged. Und das wäre schön halt in Zahlen zu haben. Ja. Genau, es sind noch ja so zwei Fragen, die ich nochmal beantworte. Das eine, was heißt, dass man sich verewigen kann, wenn man gewinnt. Genau, aktuell ist es halt so, dass ihr die Chance habt, wie gesagt, die Season 2, wenn ihr der Beste seid, quasi, oder die Beste, die die meisten Punkte hat, dann habt ihr die Chance, verewigt zu werden und das könnt ihr quasi mit uns zusammen besprechen, was ihr euch wünscht. Das kann zum Beispiel sein, ihr möchtet eine Quest mit designen, ihr habt eine gute Idee für eine Quest, ihr möchtet auf einen Grabstein stehen, ihr möchtet einen NPC irgendwie designen, ihr möchtet eine Waffe designen, ihr möchtet irgendwie, ich weiß es nicht, sucht euch was aus, worauf ihr Lust habt, was ihr immer schon toll fandet, irgendwie ein Teil eines Spiels zu sein und euch dazu verewigen. Dafür gibt es dann extra Meetings, wo wir uns zusammensetzen, wo du dann deine Idee pitcht und wir dann zusammen gucken, hey, passt das zu unserem Spiel, können wir es irgendwie umändern und dass wir da gucken, dass wir beide auf den Nenner kommen und dann am Ende bist du in dem Spiel verewigt. Ich finde das persönlich auch eine schöne Möglichkeit, weil ich hätte mir sowas immer gerne gewünscht in Spielen, die ich gerne gespielt habe, irgendwie da so mal ein bisschen Einfluss zu haben. Und ich denke, dass es Leute mögen das, manche mögen es nicht, aber die Leute, die das mögen, haben dann eine gute Möglichkeit, quasi ohne irgendwie, hey, ich muss irgendwie Geld investieren oder irgendwie so ein Bullshit, einfach mal auch mitwirken zu können, weil unsere Message ist so ein bisschen, die wir so geben wollen. Wir sind auch noch Gamer und wir sind damals zur Spieleentwicklung gekommen, weil wir Spiele gespielt haben und wir wollten auch, ja, wir sind einfach Gamer und wir lieben es zu spielen und das ist so unser Herzding und deswegen können wir es verstehen, dass man mit irgendwie ein Spiel sein möchte irgendwie und deswegen, ja, wollen wir euch die Möglichkeit geben, könnt ihr probieren. Damals kam man noch ins CD-Handbuch, wenn man aktiv im Forum war. Geile Sache. Ja, 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 ja. Ja, und lohnt sich total. Hat Bailey geschrieben und das ist der Gladiator, der hat sich schon verewigt. Übrigens, Bailey sieht man jetzt auch, so ganz indirekt kann man sich angucken, den ersten Gladiator in unserem Spiel, auch in der Arena. Weil ihr habt ja links vielleicht gesehen, als ich das Spiel gestartet habe, da war da links so ein kleines Plateau, wo man hochgehen kann. Und da war so eine rote Statue, die ist gerade noch in Arbeit. Aber da ist im Endeffekt, da wird ausgestellt die ganzen Gladiatoren über die ganzen Seasons. Und wenn ihr ein Gladiator werdet, ist eure Statue quasi auch dort. Und ja, das ist auch so eine kleine Anerkennung für die Arbeit, weil es ist, glaube ich, auch nicht ganz trivial, den ersten Platz zu belegen. Cool. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, wir sind durch für diese Woche. Ich bin nächste Woche wieder um 12 Uhr da. Ich update euch. Das wird auch die letzte Woche sein. Glaube ich, ich gucke ganz kurz mal nach. Ne, die vorletzte Woche, bevor die Arena rauskommt. Das heißt, 2 Wochen haben wir noch. 2 Wochen update ich euch noch. Und dann beginnt die Arena. Ich bin sehr aufgeregt. Ich freue mich drauf. Und ich wünsche euch allen einen sehr schönen Start in die Woche. Und wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut.